Die Zugehörigkeit zu diesem Freundeskreis ist völlig unabhängig, erstens von jeglicher Religion, aber auch von jeglicher Mitgliedschaft. Ich muss also kein Mitglied werden, ich muss nichts bezahlen. Alles, was Sie hier im Freundeskreis bekommen, das ist praktisch kostenlos. Bruno Gröning hat den Menschen eine Möglichkeit gegeben, mit Gott wieder in Verbindung zu treten. Und davon berichten die Menschen. Viele erzählen, dass sie jetzt wieder einen lebendigen Glauben an Gott haben, dass sie jetzt das, was sie in ihrer Konfession, in ihrer Kirche, in ihrer, wo immer auch, gelernt haben, dass sie das jetzt erst richtig verstehen. Und es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und auf dieser Erde gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und Bruno Gröning zeigt uns einen Weg auf, der zu Gott führt. Inwieweit man diesen Weg bis zu Ende auch geht, das liegt natürlich an jedem selber. Aber ich hatte eine interessante Erfahrung. Ich habe in Indien einen älteren Mann kennengelernt, einen sehr weisen Menschen. Der war total bewandert in der Bhagavad Gita, im Koran, auch in der Bibel. Und er hatte einen Meister. Und ich fragte ihn eines Tages, nachdem ich erfahren habe, dass der so vieles weiß, so vieles kennt, fragte ich ihn, warum engagieren Sie sich hier im Bruno Gröning Freundeskreis so intensiv, wie Sie das hier in Indien tun? Sie kennen den Koran, Sie kennen die Bibel, Sie kennen die Bhagavad Gita, Sie sind ganz nah am Himalaya, Sie haben so viele Meister und Gurus. Warum Bruno Gröning? Und er sagte, und das hat natürlich auch einen Hintergrund, hier bei Bruno Gröning geht es am schnellsten. Das Interessante war nämlich, dass er vor einigen Jahren erblindet ist. Er ist Ingenieur in den besten Jahren gewesen und hatte relativ kurze Zeit sein Augenlicht verloren. Und hat sich natürlich mit all seinem Wissen auf den Weg gemacht, um zu erfahren, wie kann ich wieder sehen. Und die Schulmedizin, die verschiedensten Dinge, was er gemacht hat, er hat alle Wege gegangen, aber die Antwort war immer die gleiche. Er hat nichts gesehen. Und dann fand er zum Bruno Gröning Freundeskreis. Und heute ist er Gemeinschaftsleiter, er sieht seine Freunde, er kann lesen und ist glücklich und zufrieden. Und mit diesem Hintergrund kann ich natürlich diese Aussage verstehen. Bruno Gröning hat damals gesagt, ich verkaufe keine Gesundheit. Und nach diesem Motto handelt der Bruno Gröning Freundeskreis heute weltweit auch. Alles, was Sie hier im Freundeskreis bekommen, das ist praktisch kostenlos. Und wie sich das Ganze jetzt finanziert, die Raummiete, das Schulungsmaterial, die DVDs und so weiter, das funktioniert hier ausschließlich über freiwillige Spenden. Und bei jeder Gemeinschaftsstunde haben wir am Ende ein kleines Kästchen da und da kann jeder etwas hineinwerfen oder auch nicht. Das ist jedem freigestellt. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die Tätigkeit hier im Freundeskreis von jedem Einzelnen ehrenamtlich ist. Das heißt, keiner bekommt hier ein Geld für eine Tätigkeit. Das sind alles Freunde, die selber diese Hilfe und Heilung erlebt haben und einfach aus Dankbarkeit mithelfen, dass dieser Organismus, dieser Freundeskreis, dass der weiter wächst und sich auf der ganzen Erde verbreitet. Und es ist den Freunden ein Bedürfnis, hier mitzuhelfen. Ja, die Frage stellt sich immer wieder, wenn man das alles jetzt gehört hat, wie kann ich Freund werden? Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir haben eine Webseite, die in über 30 Sprachen aufgeschaltet ist. Und da gibt es auch ein Kontaktformular. Und wenn man da seine Adresse eingibt, wird man von dem Gemeinschaftsleiter kontaktiert und zu einem Gespräch eingeladen, der am nächsten von Ihrem Wohnort ist. Sodass, egal wo Sie auf dieser Erde sind, wenn Sie dieses Kontaktformular ausfüllen,
werden Sie, ob das jetzt in Grönland ist, ob das in Australien ist, ob das in Peking ist, dort werden Sie eingeladen und bekommen Informationen, wie Sie dann auch hier Hilfe und Heilung auf geistigem Wege erleben können. Und wenn Sie dann wollen, können Sie auch regelmäßig kommen und damit sind Sie ein Bruno Gröning-Freund. Ohne Unterschrift.